Herr Doktor, ich habe einen Termin. Ja, kommen Sie rein, setzen Sie sich zu mich gerade. Bitte. Was fehlt dem Lumpi denn? Ich habe Probleme mit der Atmung. Mit der Atmung? Atmen wir immer tief ein und aus. Ja, noch. Um Gottes Willen, ich weiß, was Ihnen fehlt. Geile Kommentare. Freunde, da sind wir. Bei mir im Büro. Ich habe extra aufgeräumt. Welche Folge ist denn das jetzt? Die dritte, ne? Dritte, ja. Dritte offizielle Folge. Wir werden jetzt im Webshop ein Setup zusammenstellen. Ich muss erstmal hier die Bildschirmaufnahme starten, damit ihr quasi seht, was wir machen. So, Bildschirmaufnahme startet. Wir stellen jetzt das Setup zusammen. Wir haben ja schon fast jedes Setup einmal gebaut. Was wir aber noch nicht gebaut haben, ist ein 70 Kubik Street Race Setup. Ein Street Race Setup. Wir bauen diesmal ein Street Race Setup. Das ist einer unserer größten Verkaufsartikel, der Street Race Zylinder und der dazugehörigen Teile. Deshalb bauen wir das diesmal. Das ist auch etwas, was jeder selbst einfach zusammenbauen kann. Deshalb glaube ich, dass das besonders interessant ist. Sport, Racing und High-End haben wir schon gemacht. Deshalb ist das quasi ein guter Abschluss, dass man alles mal gemacht hat. Dann habt ihr das auch mal gesehen. Und das ist auch dann nichts, was bei Auslieferung direkt für 5.000 € bei eBay Kleinanzeigen reingestellt wird. Okay, also Bildschirmaufnahme läuft. Ihr seht jetzt quasi unseren Webshop, den kennt ihr, den gibt es natürlich, vielleicht kennt ihr den eher vom Handy, wir benutzen den heute am PC. Wir wählen jetzt erstmal unseren Fahrzeugtyp aus, das ist natürlich Roller. Piaggio, Modell, da ist er. Ja. Ne? Zylinderkits. Fangen wir oben an. So, und wir nehmen, wie wir schon gesagt haben, den Street Race, das ist dieser hier. Genau. So, in den Warenkorb. Zylinder haben wir. Wir gehen auf weiter Einkauf. Guck mal, jetzt wird uns hier direkt noch angezeigt, was uns noch gefallen könnte. Aber wir wollen ja schön stöbern. Also, Zylinder haben wir. Als nächstes brauchen wir eine Kurbelwelle. Ne? So, dann nehmen wir die Pro Replika, würde ich sagen. Die ist auf jeden Fall ausreichend für unsere Bedürfnisse. Ja, die ist so für Sport und also Street Race sowieso. Ja. Ne? Piaggio. Ja. In den Warenkorb und wieder weiter einkaufen. Guck mal, jetzt zeigt uns wieder Sachen an, aber wir wissen ja eh schon ungefähr, was wir wollen. Auspuff, Tuning, ne? Ja. Oder wollen wir erstmal die Lager mitnehmen? Eins nach dem anderen würde ich machen, dass wir nicht durcheinander kommen. So, Lager in den Warenkorb, ne? Ohne Kurbelwellenlager keine Party. Simmerringe sind auch dabei. Simmerringe sind dabei. Wir brauchen noch das Pleuellager. Hier, bei der Kurbelwelle, ne? Kurbelbolzenlager steht die Größe. 12 mal 17 mal 15. Das heißt, wir gehen wieder zurück auf Pleuellager. Day 6 nehmen wir, genau. Und wir gehen auf 12 mal 17 mal 15. Genau. So, das ist das Lager in den Warenkorb. So, jetzt aber Auspuff, ne? Jetzt aber flott. So, Auspuff brauchen wir Tuning, kein Ersatz. Und ganz klar... Der Stage 6 MK2, bitte. Der Pro Replika? Bitte, ja. So, jetzt aber die Frage. Ne? Wir haben ja jetzt neuerdings die Möglichkeit, uns farblich zu entscheiden. Früher hatten wir Carbon oder Silber. Also ich würde den roten nehmen. Ja, aber das setzt ja voraus, dass wir den Lack rot lassen. Das wissen wir ja noch nicht. Nee. Dann den schwarzen. Oder orange. Oder orange. Also ich denke, schwarz oder orange ist beides im Game. Ich finde, orange ist halt geil, weil es so schön knallig ist, ne? Ne, da hast recht. Ja. Okay, alles klar. Ja. Also, wir nehmen den Auspuff in orange. Wenn uns der Endschalldämpfer später, weil wir den umlackiert haben, den Roller nicht mehr passend erscheint, können wir noch wechseln. In den Warenkorb weiter einkaufen. So, gucken, was das nächste ist. Einlasssystem. Ich brauche ein Einlasssystem und Vergaser. Vergaser. Wir fangen mit Einlasssystem an oder fangen wir mit Vergaser an? Vergaser steht weiter oben. Vergaser, genau. So, Vergaser nehmen wir 19er? Auf jeden Fall 19er. 19er Del Orto. Ich hätte auch gerne den Stage 6 genommen, aber der kommt erst die Woche wieder. Wir wollen ja heute oder nächste Woche wieder, wir wollen ja jetzt schon sammeln.
Können wir nötigenfalls später immer noch. So, Ansaugsystem. So, wir nehmen, ich habe da hier schon genaue Vorstellung, dieses hier. Dieses hätte ich gern. Ist alles dabei. Ansaugstutzen, ne? Hier mit dem Snuffelstuck. Hier kann man auch noch Anschlüsse anbringen, wenn man möchte. Und sind die entsprechenden Membranen schon dabei. Alles, was man braucht. Guck mal hier, so sieht das aus. Sieht super aus. Ne? Hier kommt der Vergaser rein. Nehmen wir Luftfilter. Also Luftfilter nehmen wir so einen kleinen Motorforce. So ein Stage 6 wäre natürlich auch nice, aber der ist, glaube ich, fast schon zu groß. Der ist von der Größe echt noch... Ja, Human. Nehmen wir den kriegen wir gut drauf. Weiter. Machen jetzt erstmal Vario und dann nehmen wir natürlich Sport Pro. Ne? Ja. Da machst du nichts falsch. Ist auch schon die Feder dabei. Gegendruckfeder. Keilriemen. Weil aktuell haben wir nur einen Keilriemen. Wenn ihr unsicher seid, könnt ihr unten immer noch gucken. Ne? Und da seht ihr, für nach 98 ist halt die Frage. Unserer war genau 98. Ne? Es ist halt entweder der oder den wir davor hatten. Das ist der davor, weil unsere ist ja vor. Wenn er 98 ist. Ja, das ist halt immer die Frage, ne? 803 mal 18,9 mal 8,5. So, und der ist... Ja, der ist kürzer. Komm, ich tue den mal rein. Ja, wir vergleichen dann. Und den anderen auch. Ja. So, ich nehme mal beide. Guck mal, hier sagt er schon, passt nicht zum gewählten Fahrzeugmodell. Aber da wir genau auf 98 sind, ist es nicht genau sicher. Deshalb gucken wir hier mal. Kupplungen. Und auch hier nehmen wir, würde ich sagen, Stage 6 Sport Pro. Ja. Bewährt und zuverlässig. So, ich gucke mal kurz rein, was wir haben. Wir haben den Street Race Zylinder. Wir haben den gratis Stickerbogen. Dankeschön, Scooter Attack. Dankeschön. Wir haben die Stage 6 Pro Replika Kurbelwelle. Wir haben die Kurbelwellenlager. Wir haben das Pleuellager. Wir haben den Pro Replika MK2. Wir haben den 19 mm Del Orto Vergaser. Wir haben das Einlasssystem, den Luftfilter, die Variomatik, zweimal Keilriemen in unterschiedlicher Länge und die Kupplung. Ja, Abstimmteile bräuchte man noch. Sagen wir mal so Variomatik-Gewicht. So ein Abstimmset. Ja, Abstimmset macht eigentlich immer Sinn. Ne? Ja. Variomatik-Gewicht. Können wir ja auch hier wieder im Variokorb gucken. Steht es vielleicht sogar schon im Titel. 16 mal 13. So, genau. Abstimmset. Ja, wo fangen wir an? Also ganz leicht würde ich nicht. Ich würde mit 4 Gramm anfangen. Ja, einmal mit 4 Gramm und das nächste darüber auch noch. Ja. 4 Gramm bis 5,5 und wir nehmen noch 5,5 bis 7. Ja. So, da haben wir eine ganze Spanne jetzt von Gewichten abgedeckt. Das heißt, wenn wir die Vario abstimmen, können wir uns, fangen wir zum Beispiel ganz unten an und gehen dann immer schwerer. Und dann sieht man ja, ob es besser wird oder schlechter und so pendelt man sich dann ein. Ne? Und dementsprechend bräuchte man dann noch Ersatzkupplungsfedern. Glaubst du beim Street Race? Ich glaube, da kommen wir fast damit aus, was drin ist. Aber wir gucken mal, warte. Kupplungsfedern. Ich gucke erstmal, was dabei ist bei der Kupplung. Ne? Da sind ja, glaube ich, die sind eh schon härter, ne? Die sind eh schon härter. Dann könnte das ausreichen. Kupplungsfedern Medium. Ja, das müsste eigentlich lang. Ich bin relativ sicher, dass wir damit gut auskommen. Ansonsten buchen wir sie noch aus. Ne? So, Cut. Wir haben da jetzt ewig dran gesessen an der Zusammenstellung. Wir haben die Motorteile ja zusammengestellt, wollten eigentlich noch Fahrwerk, Bremse und so weiter, aber das sparen wir uns für später. Das dauert uns ewig. Ne? Das heißt, wir holen die Motorteile erstmal ab aus dem Lager und Fahrwerk, Bremse, Deko und Lametta, das machen wir eh alles später. Ne? Genau. Wir machen erstmal den Motor und dann stellen wir den Rest später zusammen. Ne? Ja, beim Schrauben fällt es ja noch auf, wenn man was anderes braucht. Und da wir noch nicht wissen, wie wir genau das Fahrzeug lackieren, bringt es auch jetzt nichts, da schon die Farbakzente rauszusuchen und so weiter. Das machen wir später. Also, Freunde der Sonne, dann würde ich sagen, holen wir jetzt die Teile ab, ne? Ja. Okay. Let's go. So, Mensch. Unser Bestellung ist kommen. So. Street Race Zylinder. Ja. Ne?
tun wir mal hier vorne. Den packen wir jetzt nicht aus, es ist viel kleinen Kram, das seht ihr dann, wenn wir es verbauen. Wissen wir noch? Das. Was ist es? Das ist eine Kurbelwelle. Kurbelwelle, ne? Pro Replika Kurbelwelle. Die Variomatik. Variomatik. Die stapeln nicht schön. Was habe ich? Ansaugsystem von Stage 6. Oh, die Kupplung. Kupplung. Stage 6 Spur Pro Kupplung. Mehr. Kurbelwellenlager, natürlich auch extrem wichtig. Irgendwas drauf nicht glaube ich. Abstimmset, zweimal. Abstimmset, auch super wichtig. High Risk. Das Herzstück. Das ist das Sniffelstück. Sniffelstück. Der Pro-Replika-Auspuff mit orangem Endschalldämpfer. Orangem Endschalldämpfer. Ne? Also wir haben gesagt, wie gesagt, ne, wir nehmen Orange. Wenn wir später die Lackierung irgendwie ändern, dann haben wir noch die Möglichkeit auszuweichen auf Rot, Schwarz oder genau. Was auch immer. 19er Del Orto Vergaser. Passender Luftfilter vom Und der passende Luftfilter. Ne? Also wir haben jetzt erstmal den kleinen genommen, in der Hoffnung, dass das alles gut passt. Wenn wir später sehen, was anderes passt besser, können wir noch einen Luftfilter wechseln. Ist nichts in Stein gemeißelt. Oh ja. Pleuelbolzenlager. Das Pleuellager. Wichtig. So, das sind erstmal nur die Motorteile. Ja. Da müssen noch so viele andere Sachen ändern, wie Gabel, Federbein und so weiter. Diverse Optikteile. Das machen wir aber zum Schluss, wenn das Design steht. Wir fokussieren uns jetzt erstmal auf den Motor in den nächsten Videos. Ne? Bauen den um. Genau. Zustandsleistung ist ja bekannt. Dann gucken wir, was dabei rauskommt. Und Deko und Lametta. Das Gute kommt zum Schluss. Die Optikdesign macht auch Spaß. Aber das erst die Power und dann die Optik. Würde ich sagen. Gut. Achso. Wie bei jeder Bestellung, der Stickerbogen, der gratis Stickerbogen. Ne? Richtig. Gut. Willst du noch was Schlaues sagen? Also ich wollte nur anmerken, dass ich es immer wieder cool finde, nach so vielen Jahren noch Stage 6 Produkte auszupacken. Muss man schon sagen, ne? Das ist aber schön, das jetzt wirklich. Das wollte ich unbedingt sagen, weil ich bin es ja schon einige Jahre gewohnt, aber trotzdem es ist immer cool verpackt und man merkt die Qualität schon an der Verpackung. Ich würde sagen, nächstes Video geht's weiter. Nächstes Video. ja. Nächstes Video. Und ich freue mich schon. Ja, ich auch. Ne, also das erstmal die Teile für den Motor. Nächstes Video fangen wir an zu bauen. Das Video danach wahrscheinlich auch. Wir sehen ja, wie wir vorankommen dann. Was müssen wir noch sagen? Die Kommentare. Die Kommentare. Also falls ihr es im Intro noch nicht gesehen und verstanden habt, bitte lasst uns Kommentare da. Die Kommentare sind maßgeblich für die Reichweite des Videos relevant. Ne? Das hat die letzten Male sehr gut geklappt. Deshalb an dieser Stelle auch wieder ein fettes Dankeschön für euren Support. Wir freuen uns immer. Wir freuen uns sehr, die Kommentare zu lesen. Ist ja auch alles positiv bisher. Deshalb bleibt am Ball. Wir bleiben auch am Ball. Genau. Das war's für den Moment. Küsschen aufs Nüsschen und bis demnächst. Tschüss.